Im nächsten Teil schauen wir uns die aktuellen Entwicklungen der Bürgerenergie an und gucken auch ein bisschen in die Zukunft, denn die Bürgerenergie ist seit ihrem Bestehen im Grunde genommen immer wieder auch damit konfrontiert, dass sich die Rahmenbedingungen permanent ändern. Das heißt, das Lernziel in dieser Episode ist, dass Sie ein bisschen den Kontext der Bürgerenergie verstehen, den gesellschaftlichen und politischen Kontext und auch sehen, welche Auswirkungen die Rahmenbedingungen letztendlich auf den Erfolg dieser Unternehmen haben. Ich hatte vom EEG bereits gesprochen. Das EEG ist ja weltweit letztendlich Vorreiter gewesen und in Deutschland damit auch in der Energiepolitik, zumindest in den Anfängen der Energiewende, sehr tonangebend gewesen. Wir haben ja nach wie vor auch die Ziele letztendlich, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis 2025 auf 40-45% gesteigert werden soll, bis 2035 auf 55-60% erhöht werden soll. Das heißt, da ist noch einiges an Ausbau vorgesehen und zu erwarten. Allerdings ist jetzt in der neueren Novelle für diesen Ausbaukorridor auch ein Deckel festgelegt worden, was wiederum als Hinderung eigentlich für die Energiewende verstanden wird und auch so verstanden werden muss, weil im Grunde genommen die politischen Signale, die im Moment gesendet werden, die Beschleunigung dieser Energiewende nicht unbedingt vorantreiben. Wichtig war mit der Novelle von 2016, ich hatte ja schon gesagt, dass das EEG von Anfang an auch die Degression vorgesehen hatte, die jährliche Degression der Einspeisevergütung, weil man eigentlich gesagt hat, damals in der Logik eines Marktanreizprogramms, dass das Erneuerbare Energiengesetz lediglich für die Anfangsphase, für die Einstiegsphase, für den Markteintritt letztendlich ein Anreizprogramm darstellen soll, dass aber natürlich das Ziel darin besteht, dass die erneuerbaren Energien marktfähig sind, dass beispielsweise durch die Degression auch der Vergütung die Gestehungskosten der Energieträger immer niedriger werden, was ja auch so eingetreten ist. Also wenn Sie heute ein PV-Modul kaufen, dann ist es wesentlich günstiger als noch vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren. Das alles sind Steuerungsinstrumente, mit denen sozusagen der Staat versucht, die Erneuerbaren letztendlich als Basis zu installieren einer groß angelegten Energiewende. Aber wie gesagt, die Signale sind widersprüchlich und es ist auch dann immer so, dass häufig sich auch beispielsweise die Bürgerenergiegenossenschaften dann mehr oder weniger darauf fixieren, in dem Status quo zu bleiben, den man gerade hat, und sich dann auch in Auseinandersetzungen begeben und auch relativ spät angefangen haben, selbst an dem Punkt zu arbeiten, wie werden wir selber denn unabhängig von dieser Förderung, ja, und weil eigentlich können wir auch letztendlich nur langfristig bestehen, wenn unser Geschäftsmodell wirklich komplett unabhängig von dieser staatlichen Förderung funktioniert. Sie merken schon, auch da kommt wieder das Thema staatliche Förderung, was wir schon zu Beginn der Genossenschaften hatten in der Auseinandersetzung zwischen Schulze-Delitzsch und Raiffeisen. Das ist ein Thema, was die Genossenschaften auch verfolgt und auch immer wieder zu internen Auseinandersetzungen führt. Also inwieweit soll ein Geschäftsmodell beispielsweise eben auf der Einspeisevergütung oder auch auf den Ausschreibungen, die seit 2016 dann eingeführt wurden, aufbauen, oder inwieweit sucht man sich einfach Geschäftsfelder, die einen davon dann auch unabhängiger machen. Ja, und nachdem das EEG auch
novelliert wurde. 2014 und 2016 gab es auch ganz klar einen Rückgang der Gründungstätigkeit bei den Energiegenossenschaften, also ganz klar ein Knick auch. Das heißt, die Ausrichtung des Geschäftsmodells allein auf der Basis der gesetzlich garantierten Einspeisevergütung hat sich ab dem Punkt dann nicht mehr so ausgezahlt, dass es zu einer weiteren Gründungswelle gekommen wäre. Sondern es war eigentlich dann der Punkt erreicht, dass die Einspeisung in das Stromnetz wirtschaftlich gar nicht mehr so interessant ist, ja, also eigentlich keinen Gewinn mehr abwirft gegenüber den Gestehungskosten und dass man demgegenüber dann neue Geschäftsmodelle entwickeln muss. Am Anfang war es eben sehr stark muss, mittlerweile ist es aber so, dass jede Menge Alternativen auch schon angedacht sind und auch schon teilweise umgesetzt werden, die letztendlich auch diese Einspeisevergütung nicht mehr als Basis haben. Ein wichtiger Bereich ist das ganze Power-to-Heat-Feld, also die Wärmeproduktion aus Strom. Das heißt, die Nahwärmeversorgung beispielsweise von Haushalten oder von Quartieren oder auch Dörfern auf der Basis von Strom. Das kann auch beispielsweise eine Nutzungsmöglichkeit sein für übrig gebliebenen oder überproduzierten Windstrom. Power-to-Heat heißt die Wärmeproduktion aus Strom mithilfe von Wärmepumpen beispielsweise. Ein weiteres Feld, was sich sehr stark auch gerade technologisch entwickelt, ist die Energiespeicherung. Das heißt, Energiespeicher werden Teil des Geschäftskonzeptes. Also ein Energiespeicher kann auch beispielsweise ein Elektroauto sein. Aber auch andere Speicherkonzepte, die jetzt in den Privathaushalten dann genutzt werden, eröffnen völlig neue Möglichkeiten auch der Nutzung beispielsweise von Solarstrom, den man bisher eben nicht in ausreichendem Maße speichern konnte. Das heißt, die wirtschaftliche Basis des EEG favorisiert im Moment sehr, sehr stark den Eigenverbrauch, den Direktverbrauch, und zwar sowohl von Haushalten, ja, die dann mit Anlagen, die kleiner als 10 kW sind, ihren eigenen Strom direkt verbrauchen können. Das ist dann sozusagen also zum einen wirtschaftlich sehr, sehr interessant und zum anderen, also da sind die Stromgestehungskosten ungefähr 10% günstiger als der Strom, den man vom Stromanbieter bezieht, als auch natürlich ökologisch sehr viel sinnvoller. Wir hatten das vorhin auch schon angesprochen, dass die reine Energieproduktion, also die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, in dem Moment auch ihre Qualität einbüßt, wo sie in die öffentlichen Netze eingespeist wird. Das ist dann in einem Direktverbrauchsmodell nicht mehr der Fall. Und es hat auch natürlich, sage ich mal, mental und psychologisch ganz andere Auswirkungen, wenn ich weiß, ich verbrauche jetzt genau meinen Strom, der jetzt hier auf meinem Garagendach oder was auch immer produziert worden ist. Ja? Also das ist ein vollkommen anderer Bezug, der da zur Energie entsteht. Und es kommen dann auch mit diesem direkten Bezug zur eigenen Stromproduktion und zur eigenen Energieproduktion kommen dann auch so Verhaltensänderungen, die noch vor einigen Jahren als vollkommen utopisch angesehen wurden, nämlich beispielsweise jeder Haushalt soll doch die Waschmaschine dann anstellen, wenn gerade die Sonne scheint und nicht dann, wenn man es gewohnt ist. Ja? Auch diese Verhaltensänderung, sprich die Ausrichtung eigentlich des eigenen Energieverbrauchs auf die Produktion, findet natürlich in solchen überschaubaren dezentralen Einheiten mehr oder weniger automatisch statt. Also da brauche ich dann auch keinen
Smart Meter oder da brauche ich auch keine Vorgabe von der Gemeinde, dass die beste Zeit zum Wäschewaschen oder zum Geschirrspülen dann und dann ist, sondern das wird sich automatisch sozusagen auch im Verhalten anpassen. Interessant, auf dieser Basis werden auch Quartierskonzepte sein. Also unter Quartier versteht man eben eine lokale Einheit. Das kann eine Straße sein, die zu einem Quartier zusammengefasst ist, oder auch mehrere Häuser, die nah beieinander gebaut sind, oder auch Firmengebäude, die nebeneinander stehen oder die ähnliche Intentionen verfolgen. Hier wird sich auch noch sehr vieles tun an Möglichkeiten, also gerade auch aus Solarstrom, also Strom dann auch zu Wärme umzuwandeln, die Nahwärmeversorgung mit Gas beispielsweise, mit Biogas oder mit BHKWs, so wie es vor Jahren noch die Basis war, war oft sehr, sehr kompliziert, ja, weil einfach man brauchte einfach eine Biogasanlage, man hatte dann das Problem der Überproduktion von Wärme bei der Biogasanlage, weil auch nicht jedes Gebiet ein Schwimmbad in der Nähe hat, was ständig dann Abwärme abnehmen kann und so weiter. Und mit diesen Speichertechnologien, also Direktverbrauch mit Speichertechnologien, können dort ganz andere Dinge umgesetzt werden in der näheren Zukunft, die sich auch die leichter umzusetzen sind, die auch nicht so hohe Investitionskosten haben, wie zum Beispiel die Blockheizkraftwerke und von daher niedrigschwelliger im Einstieg sind. Ja, dann wird weiterhin auch das Feld Beratung und Dienstleistungen ausbaufähig sein. Beratungsleistungen bieten auch jetzt schon einzelne Energiegenossenschaften an, also auch für Neugründungen beispielsweise in so einer Konzeption der kollegialen Beratung. Das ist sehr stark Praxis beispielsweise in den Bioenergiedörfern, dass die sich gegenseitig unterstützen und auch bei der Geschäftsmodellentwicklung aus der Praxis für die Praxis dann einfach beratend zur Seite stehen. Und auch daraus können natürlich Energiegenossenschaften im Grunde professionelle Geschäftsfelder machen. Ja? Dann ist das ganze Segment des Immobilien- und Energiemanagements in Immobilien, also eine Zusammenführung auch letztendlich von Energiemanagement und Immobilienmanagement am Horizont, also weil letztendlich die Versorgung von Immobilien, auch von Mehrfamilienhäusern, Geschäftsgebäuden etc. pp. Natürlich einen Riesenmarkt darstellt, der noch überhaupt nicht gesättigt ist. Und hier denken wir wieder auch an die genossenschaftlichen Institutionen, also sprich Eigentümergenossenschaften, also Wohnungsbaugenossenschaften, Genossenschaftsbanken. Hier kann sich eine sehr sinnvolle Zusammenarbeit auch mit den Energiegenossenschaften ergeben, um auch die Energiewende in dem Bereich weiter umzusetzen. Und schließlich ist ein sehr großes Feld der Bereich der Elektromobilität. Dort sind Genossenschaften schon auch gerade dabei, teilweise einzusteigen. Auch dort ist eine Vielzahl von Geschäftsmodellen vorstellbar. Zum Beispiel in der Form, dass die Genossenschaft die Ladeinfrastruktur übernimmt, also auch in die Ladeinfrastruktur investiert, beispielsweise, und die Mitglieder der Genossenschaft dann eben auch Vorteile haben in Bezug der Energie und auch im Zugang zu der Energie, also weil es ist ja auch immer noch ein Problem, wo gibt es denn überhaupt Elektroladesäulen? Hier können Genossenschaften natürlich auch zur Verbreitung der Ladesäulen, auch im ländlichen Raum beispielsweise, beitragen, was sich dann natürlich auch noch anbietet, weil die Elektroautos natürlich auch noch nicht so kostengünstig sind, dass sich jeder das leisten kann.
Was auch teilweise schon umgesetzt wird, ist dann das E-Car-Sharing. Das heißt, die Genossenschaft unterhält zum einen die Ladeinfrastruktur, zum anderen aber auch eine Flotte an Autos, an Elektroautos, die dann von den Mitgliedern genutzt werden können. Ganz klar mit dem Ziel auch, sehr explizit wird es auch so ausgedrückt, langfristig das Zweitauto zu ersetzen. Ja? Also das Ziel, das Erstauto zu ersetzen, ist noch ein bisschen weiter weg bei der Elektromobilität, aber erstmal das Zweitauto in den Familien zu ersetzen mit dem Elektro-Carsharing für kurze Distanzen. Da gibt es auch schon sehr gute Beispiele, wie das gut funktionieren kann, wie das auch gut angenommen wird. Es gibt sogar einen Pflegedienst, einen ambulanten Pflegedienst, der als eines der ersten Unternehmen umgestellt hat auf eine Genossenschaft, die nur noch mit einer Elektroautoflotte unterwegs ist. Also auch dort geht es in den unternehmerischen Bereich schon mit rein. Dann gibt es den ganzen Bereich Bürgerbus, das heißt Bereitstellung alternativer Mobilitätskonzepte, die letztendlich den Individualverkehr ablösen auf Dauer. Dazu gehört auch das Bike-Sharing, also die Pedelecs sind eben auch nicht für jedermann, jede Frau erschwinglich unbedingt in ihrer Anschaffung. Und auch dort macht Genossenschaft Sinn, ja, in dem Sinne, dass sie einfach sagt, wir halten eine Flotte von Pedelecs und die Mitglieder können eben jederzeit sich ein Pedelec ausleihen und das nutzen. Das ist dann sozusagen all-inclusive für die Mitglieder. Und auch der Bereich der Mitfahrgelegenheiten, also der organisierten Mitfahrgelegenheiten, ist zwar nicht mehr so dominant. Die Mitfahrbüros oder Vermittlungsagenturen sind nicht mehr so präsent, aber es gibt es ja auch noch. Und auch dort lässt sich sicherlich noch einiges ausbauen, was Genossenschaften sozusagen unter dem Aspekt des Teilens und der Reduktion des Individualverkehrs eben leisten können. Ein weiteres Potenzial wird gesehen im Ausbau der Kooperationsformen. Wir haben ja schon gesehen, es gibt zunehmend im Energiesektor die Multi-Stakeholder-Konstellationen. Die sind aber auch noch komplett ausbaufähig, also die Zusammenarbeit mit Kommunen, mit Stadtwerken, die Beteiligung an Dachgenossenschaften mit der Intention der Bündelung von Aufgaben und auch von Nachfragen und der Reduktion auch von Transaktionskosten für die Einzelgenossenschaften. Da ist noch viel Luft nach oben. Das Gleiche gilt auch beispielsweise für die kommunalen Wohnungsgesellschaften, mit denen auch Mieterstrommodelle umgesetzt werden könnten oder können. Das setzt aber, wie gesagt, auch voraus, und das ist noch nicht so flächendeckend, glaube ich, sagen zu können, umgesetzt, dass die Energiegenossenschaften da überall sozusagen als gleichwertiger Partner auf Augenhöhe angesehen werden, ja? Sondern es ist eben häufig so, dass so die tradierten kommunalen Einrichtungen auch sich ein bisschen schwer tun damit, dann noch einen neuen Akteur sozusagen mit auf ihre Spielwiese zu lassen. Aber das ist alles, das sind Fragen der Zeit letztendlich auch oder auch der Art und Weise natürlich, wie Energiegenossenschaften ihre Öffentlichkeitsarbeit weiterhin ausrichten. Ein wichtiges Feld ist auch weiterhin die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und auch mit Experten. Das brauchen die Energiegenossenschaften einfach auch, um neue Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Also wir haben an der Uni Kassel auch teilweise zusammengearbeitet mit Energiegenossenschaften, und die Energiegenossenschaften sind da sehr offen dafür, weil sie einfach in der Regel auch nicht das Kapital haben, jetzt mal eben eine Machbarkeitsstudie für 20.000 € in Auftrag zu geben.
um ein neues Geschäftsmodell meinetwegen durchzurechnen oder zu entwickeln. Also da ist eine ganz enge Kooperation mit Forschung und Entwicklung notwendig und die gibt es auch schon an vielen Stellen. Nicht zuletzt zu erwähnen auch noch die Kooperationen mit den lokalen Banken. Ich habe selbst erlebt, also gerade in der Gründung dieser Schulsolargenossenschaft, von der ich bereits schon mal erzählt habe, dass dort der letzte Durchbruch auch gekommen ist in der Gründungsphase, in dem Moment, als die lokale Bank gesagt hat, sie steigt ein in das Projekt. Das heißt, sie übernimmt beispielsweise das ganze Prozedere der Zeichnung der Geschäftsanteile. Ja? Und da war es dann auf einmal so, dass mit einem Mal sämtliche Vorbehalte und Fragen, die einen sonst immer so überfallen haben, ja, ist es denn auch wirklich vertrauenswürdig mit so einer Genossenschaft und wir haben ja da gar keine Erfahrung und so weiter. Aber in dem Moment, als die lokale Bank, also Raiffeisenbank, Volks- und Raiffeisenbank in dem Fall, gesagt hat, wir unterstützen das Modell und wir lassen die Zeichnung der Geschäftsanteile über unsere Bank laufen. In dem Moment sind die Menschen geströmt und wollten Geschäftsanteile zeichnen. Ja? Und das ist so etwas, was auch häufig mal außer Acht gelassen wird, weil einem das auch vielleicht gar nicht so klar ist, welche Rolle die lokalen Banken in Bezug auf das Vertrauen spielen. Und dann gibt es natürlich auch noch sehr viele Dinge, die sich die Energiegenossenschaften ausdenken können im Blick auf den Suffizienzgedanken, das heißt auf nicht das Erzeugen von Energie und damit auch die Nachfrage nach Energie sozusagen weiter erhöhen, sondern das Einsparen von Energie. Also es gibt auch schon Ansätze, die sozusagen das Nichtkonsumieren von Energie bei ihren Mitgliedern belohnen, ja, oder das Sparen von Energie belohnen, weil das ist auch eine Diskussion, die häufig geführt wird gegenüber den Energiegenossenschaften, dass dann eben auch gesagt wird, ja, ist ja alles ganz nett, wenn da irgendwie lokal und gemeinschaftlich Strom produziert wird, aber eigentlich wollen wir doch genau davon weg, von diesem Grundcredo der Wachstumsgesellschaften, dass wir einen immer unersättlicheren Bedarf nach Energie haben. So kann es ja irgendwie nicht gehen, weil wir müssen letztendlich ja das Wachstumsparadigma verändern und durchbrechen. Und das kann nur mit veränderten Konsumgewohnheiten passieren und nicht mit veränderter Produktion. Ja, und schließlich komme ich nochmal auf das politische Potenzial. Denken Sie nochmal an die Pioniere von Rochdale mit ihrer Ausrichtung auch auf das Gemeinwesen. Auch da bin ich der Meinung, dass gerade die Energiegenossenschaften noch ihr Potenzial noch nicht ausgenutzt haben, was das Kommunizieren dieses Beitrags betrifft zu der großen Transformation. Also sehr häufig übernehmen das dann eben auch Forschungseinrichtungen, die dann eben Bürgerenergiegenossenschaften untersuchen, analysieren, strukturieren, genau unter die Lupe nehmen, welches Geschäftsmodell haben die und welchen Beitrag leisten die beispielsweise in einer Kommune zur Wertschöpfung etc. pp. Aber eigentlich ist es ja so, dass die Energiegenossenschaften selbst diese Öffentlichkeitsarbeit auch in die Hand nehmen müssten, um letztendlich ihre Eigenwirksamkeit zu erhöhen und um auch das Genossenschaftsmodell als solches noch attraktiv zu machen. Denn ich erinnere einfach mal daran, dass wir in Deutschland im Moment eine Konzentration von Privatvermögen hatten, die es so in dieser Form noch niemals in der Geschichte gegeben hat. Also eine Verfügungskraft über Kapital im Privatbereich, der noch nie da gewesen ist. Ja? Also errechnet worden ist, wir müssen uns jetzt nicht an der Zahl festhalten, aber errechnet worden ist einmal, dass pro Haushalt in Westdeutschland ca. 230.000 € Vermögen
in Form von Immobilien- und Geldbeständen vorhanden sind aktuell. Das ist seit den 80er Jahren ein enormer Konzentrationsprozess in diesem Bereich. Und das heißt auf der anderen Seite ja auch, dass dieses Geld vorhanden ist. Ja? Also denken Sie an die Spendenbereitschaft zu einzelnen Themen, die eine Mehrheit der Bevölkerung für relevant hält. Ja? Warum sind da nicht auch die Genossenschaften mit ganz oben dabei? Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung, wo Menschen dann sagen, okay, ich habe Geld übrig und ich möchte es genau da rein investieren. Weil das würde sehr vielen Genossenschaften, nicht nur im Energiesektor, aber auch im Energiesektor einfach helfen, noch mehr Projekte anzuschieben, neue Projekte zu entwickeln, für die sie vielleicht nicht gleich ein Bankdarlehen bekommen, was sie aber trotzdem umsetzen könnten und damit dann auch weitere Pionier- und Entwicklungsarbeit leisten könnten. Ja, so viel zum Ausblick. Also da ist noch viel Luft nach oben und ich bin mir sicher, dass die Bürgerenergie auch auf diesem Weg weiter erfolgreich sich entwickeln wird.